Oh, la di 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 di. Oh, la do di la di la do di la di la do di di. Oh, la di di di. Wi di 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 di. Mein Name ist Daniel Fischer. Ich bin Künstler aus Linz und ich sitze hier am Ars Electronica Center Main Deck. Das Scream of Music ist eine Audio-Performance im öffentlichen Raum und das Bild hinter mir aus dem Film The Sound of Music ist Teil dieser Arbeit. Ich habe dieses Bild digital kodiert, in Jodelgesang umgewandelt und spiele das vom Dach der Kunstuniversität 350 Meter weit in diese Richtung hierher auf das Main Deck vom AEC. Ich durfte mir da einen speziellen Lautsprecher ausborgen, der eigentlich für militärische Zwecke entwickelt wurde. Ein sogenanntes LRAD, Long Range Audio Device. Dieser Lautsprecher war als Schallwaffe deklariert und wird meines Wissens nach auch immer noch zum Beispiel an den EU-Außengrenzen oder in Amerika gegen Demonstrierende eingesetzt. Es werden da auch spezielle Töne abgespielt, die wir natürlich nicht verwenden, die auf dem menschlichen Körper halt sehr unangenehm wirken. Und man erhält jetzt mit diesem Kunstwerk schon einen gewissen Eindruck davon, wie heftig das sein kann. Die ganze Arbeit entstand nach Überlegungen von mir zum Thema Kultur, zum Thema Symbole nationaler Identität. Der Film und das Bild sind dann schon ein von außen fast auferlegtes Symbol, weil es wird nach wie vor weltweit mit Österreich assoziiert und es wird jetzt wie in einer Echokammer wieder für touristische Zwecke verwendet und genau dieses Klischee wollte ich eben auch ein wenig visualisieren. Ich habe dieses Bild zerlegt in Postkarten, 250 Stück. Jede Postkarte hat eine Nummer. Die Nummern sind gewissen Samples zugeordnet. Auf dieser Seite der Donau wird das aufgezeichnet und von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet. Die AI erkennt die einzelnen Samples. Ich erkenne dann, welches Bild als nächstes erkannt wurde. Und ich setze dann das Bild aus den Postkarten wieder zusammen. Und ich finde es spannend, wie sehr mich doch die AI bei dem Vorhaben unterstützt hat. Ich habe da sehr viele Trainingsdaten reingeladen mit sehr vielen Jodel-Samples und ich finde es schön, wie diese Erkennung funktioniert. Also dass die AI sagen kann, mit Hintergrundgeräuschen, mit Wind und allem drum und dran, das war jetzt das Sample Nummer 4, das gejodelt wurde. Deswegen war ich begeistert von der Idee, einfach Bild in Ton und Ton in Bild zu kodieren und zu übertragen. Das war auch ein Teil dieses Kunstwerks, was mich sehr interessiert hat. Also der technische Aspekt war jetzt sehr interessant für mich persönlich. Teil meiner Kunst, also auch meiner früheren Kunstwerke, war es immer ein bisschen wegzukommen von Projektionen oder von Bildschirmen. Und ich glaube, Kunst sollte sich mehr in der Realität abspielen, also im Haptischen, im Angreifen, im Erleben im Raum. Und deswegen war es mir eben wichtig, dass ich das Bild dann nicht einfach auf einem Bildschirm projiziere, sondern dass ich das wirklich in Händen halten kann. Ich denke, gerade heutzutage ist es wichtig, wenn Kunst nicht nur aus generierten Bildern besteht, sondern wenn Kunst wirklich rausgeht und ein wenig an der Realität kratzt, um das zu tun, was Kunst eigentlich schon immer gemacht hat. Fragen aufzuwerfen
und neue Perspektiven zu erschaffen. Mit dieser Waffe ein solches Bild zu generieren, zu produzieren oder zu transportieren, ist natürlich ein Spannungsfeld, das schon einen großen Bogen aufmacht. Dieser Kontrast ist etwas, was an dieser kitschigen Oberfläche ein wenig kratzt, an diesem Image, das transportiert wird. Deswegen auch die Verwendung des Mediums Jodeln, welches schon immer als kommunikatives Medium auch verwendet wurde, und die Donau, welche natürlich eine wunderbare Grenze darstellt. In meiner Installation verwenden wir nicht den vollen Leistungsumfang. Wir bemühen uns, dass wir den Lärmschutznormen entsprechen und deswegen bleiben wir bei ca. 60 Dezibel. Im Laufe der Performance, im Laufe der 2 Tage, die wir da 1 Stunde lang gejodelt haben, finde ich es schon sehr erstaunlich, dass genau dieses Jodeln, was eigentlich hier dann teilweise doch verteidigt wird, in dem Kontext plötzlich als sehr lästig empfunden wurde. So sehr, dass es so viele Beschwerden gegeben hat, dass wir das Kunstwerk unterbrechen mussten. Also es wurde uns vom Magistrat untersagt, weiter zu jodeln. Es ist jetzt gecancelt, sozusagen. Also wir sind da jetzt 350 Meter weit weg von dem Lautsprecher. Die Anwohner sind auch alle jenseits der Donau und trotzdem haben die das schon als so störend und lästig empfunden. Wie muss es dann Personen gehen, auf die diese Waffe wirklich gerichtet wird? Ich mag mir da gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn man da 50 Meter davor steht und der volle Leistungsumfang ausgenutzt wird. Wie abschreckend ist es wirklich? Es heißt dann, es ist eine non-lethal weapon, aber wie brutal ist das eigentlich? Der Schwerpunkt ist jetzt natürlich ein bisschen weg von Symbolen nationaler Identität und von Jodeln und von dem touristischen Charakter, mehr hin zu den Problemen, die wahrscheinlich die meisten Audioinstallationen im öffentlichen Raum haben, nämlich einfach Ruhestörung. Ich finde das sehr spannend, dass ich so großartiges Feedback bekommen habe von internationalen Besuchern. Die betrachten natürlich das Jodeln von einer ganz anderen Perspektive als jemand, der hier aufgewachsen ist oder vielleicht sogar in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen ist. Mir kommt vor, es prallen hier Gegensätze aufeinander. Einerseits das internationale Publikum, auch das sehr kunstinteressierte nationale Publikum, das für diese Woche hier nach Linz reist, und natürlich die Probleme der Anrainer und den Menschen, die hier tagtäglich wohnen. Wie lästig darf Kunst sein im öffentlichen Raum? Oh, la, yeah.